It's a pleasure to address you tonight on a subject that is dear to my heart, Jehovah's Witnesses. Es ist mir eine Freude, heute Abend zu euch zu reden über eine Frage, die mir sehr viel bedeutet, nämlich Zeugen Jehovas. How many have been visited by Jehovah's Witnesses in your neighborhood? Wie viele sind von Ihnen in Ihrer Nachbarschaft von Zeugen Jehovas besucht worden? Well, about half of us, so that means Über die Hälfte von uns. half of you will be visited by Jehovah's Das heißt, die Witnesses. Hälfte von uns wird noch besucht werden von Zeugen Jehovas. Jehovah's Witnesses are one of the most active groups, religious groups in the world. Die Zeugen Jehovas sind eine der aktivsten religiösen Gruppen in der Welt. In Germany, they have experienced great growth over the years, but right now they are a little stagnant. In Deutschland haben sie ein schnelles Wachstum über etliche Jahre hin gehabt, aber zurzeit stagnieren sie. They're one of the oldest of your what we call pseudo-Christian cults, starting in 1879 with the Watchtower magazine. Die sind einer der ältesten pseudo-christlichen Sekten, die 1879 mit der Zeitschrift Wachturm angefangen hat. And the Watchtower magazine is published, this particular issue, 22,398,000. Und jetzt wird der Wachturm, diese Ausgabe hier ist gedruckt worden, 22.398.000. And it has a companion magazine, the Awake magazine, which is published in about the same number. Und es gibt noch eine zweite Zeitschrift, die sozusagen der Partner davon ist, Erwachet, und es wird etwa in der gleichen Anzahl gedruckt, in der gleichen Auflage. That means that the Watchtower and Awake magazines are the most highly published magazines in the world. Das heißt, dass der Wachturm und Erwachet die am meisten produzierten Zeitschriften in der ganzen Welt sind. Every Jehovah's Witness is mandated to knock on your door several times a year. Und jeder Zeuge Jehovas hat die Pflicht, an eure Türen zu klopfen, und zwar mehrmals im Jahr. So if you haven't met a Jehovah's Witness, that means you weren't home. Und wenn das bei euch bisher nicht passiert ist, dann bedeutet das nur, dass ihr zu der Zeit, als er anklopfte, nicht zu Hause gewesen seid. But Jehovah's Witnesses are not just in the neighborhood to distribute magazines. Aber die Zeugen Jehovas sind nicht nur deswegen in unserer Nachbarschaft, weil sie Zeitschriften verteilen wollen. The Jehovah's Witnesses are not coming to your door to get contributions. Und die kommen auch nicht an eure Tür, um Geld zu fordern oder zu sammeln. The Jehovah's Witnesses are coming to your door to get you. Die kommen an eure Tür, um dich zu kriegen. And what you say, you don't see any problems with these peaceful people. Und wenn du vielleicht denkst, ja, es gibt doch keine Probleme mit diesen friedlichen Leuten, Coming to our neighborhoods, what would be the problem? die in mein Wohngebiet kommen, warum soll das ein Problem sein? Well, there is some danger at your door. In Wirklichkeit ist da eine Gefahr an der Tür. Jehovah's Witnesses in general are a people who are isolated from the greater community. Im Allgemeinen sind die Zeugen Jehovas Menschen, die von der Gesellschaft im Allgemeinen isoliert sind. I've spent some time at this conference talking about how Jehovah's Witnesses believe that the end of the world is coming soon, as an example. Und ich habe ja schon eine Zeit in dieser Zusammenkunft darüber geredet, dass die Zeugen Jehovas ja auch fest glauben, dass das Weltende bald kommen wird. This is a great impetus, a reason for them knocking on our doors because the end of the world is coming soon. Das ist für sie ein großer Beweggrund, ein großer Antrieb, an die Türen zu klopfen, weil die Welt bald zugrunde gehen wird. And they are very concerned for those that they visit, that they become Jehovah's Witnesses, so they can survive. Und es ist ihnen ein großes Anliegen, dass die Menschen, die sie besuchen, Zeugen Jehovas werden, damit sie das Weltende überleben können. Jehovah's Witnesses are so busy knocking on doors, talking about the end of the world, that they don't have time for a lot of other activities. Und die Zeugen Jehovas sind so sehr damit beschäftigt, an die Türen zu klopfen,
dass sie wenig oder gar keine Zeit haben für viele andere Aktivitäten. For instance, in Germany, the Jehovah's Witnesses are 10% less likely to graduate high school. In Deutschland zum Beispiel haben die Zeugen Jehovas 10% weniger, also die Jugendlichen von ihnen machen 10% weniger das Abitur als die allgemeine Bevölkerung. In Germany, 14% of the population have university degrees. In Deutschland haben 14% der allgemeinen Bevölkerung einen Universitätsabschluss. But only 5% of Jehovah's Witnesses even attend university. Aber nur 5% von den Gliedern der Zeugen Jehovas besuchen höchstens eine Universität. And why is that? Warum ist das so? Again, because they believe the end of the world is coming so soon. Es liegt wieder daran, dass sie überzeugt sind, dass das Weltende nahe bevorsteht. Everything is centered in on the end of the world. Alles ist zentriert, alles hat die Mitte in diesem Gedanken des Weltendes. As a former Jehovah's Witness, I was willing to give up my university education because of that. Als ehemaliger Zeuge Jehovas war ich bereit, meine Universitätsausbildung abzubrechen, aus diesem Grunde. Well, you say, if these beliefs of Jehovah's Witnesses are so radical and so strange, Wenn ihr also nun denkt, ja so gut, wenn der Glaube der Zeugen Jehovas, ihre Überzeugungen so radikal sind und so fremdartig, how do they get people to join Jehovah's Witnesses? wie bringen sie das dann fertig, dass sie Menschen dazu bringen, bei ihnen Mitglieder zu werden? Because a lot of people are lonely. Viele Menschen sind einsam. A lot of people want friends. Viele wollen Freunde. A lot of people want association with groups. Viele möchten irgendeine Beziehung mit Gruppen von anderen Menschen. And Jehovah's Witnesses will fulfill those needs. Und die Zeugen Jehovas füllen alle diese Bedürfnisse. A lot of people are interested in spiritual things. Auch viele Leute haben ein Interesse an geistlichen Dingen. And Jehovah's Witnesses will give you a free home Bible study. Und die Zeugen Jehovas machen oder versprechen ein kostenloses Hausbibelstudium, so könnte man es nennen. But the free home Bible study will cost you a lot. Und doch wird dieses kostenlose Hausbibelstudium sehr viel kosten. It will cost you your time. Es wird sie ihre Zeit kosten. It may cost you your family. You may get a divorce. Es mag sie sogar um ihre Familie bringen, weil es zur Scheidung führt. It may cost you your children who don't want to be Jehovah's Witnesses Es anymore. mag sie eure Kinder kosten, die nicht Zeugen Jehovas werden wollen. It may cost you your job. Es kann sie um ihren Arbeitsplatz bringen. If you believe in Christ, it'll cost you your life. Und wenn du an Christus glaubst, dann mag es dich das Leben kosten. Why? Because they have the wrong Christ. Warum? Weil sie den falschen Christus haben. Now, the number one thing about Jehovah's Witnesses Das Wichtigste bei den Zeugen Jehovas is they believe they are following an authority of God. ist, dass sie glauben, sie folgen einer Autorität, die Gott gesetzt hat. An organization centered in Brooklyn, New York, Nämlich eine Organisation mit dem Zentrum in Brooklyn im Staate New York, which claims to speak solely for God. die von sich beansprucht, dass sie alleine für Gott redet. In fact, the Watchtower organization claims that angels give them information so that they can present it to Jehovah's Witnesses. Tatsächlich behauptet die Wachturmorganisation, dass Engel Gottes ihnen Informationen geben, die dann in der Wachturmgesellschaft verbreitet werden. So if you believe this, Wenn das jemand glaubt, why would you come up with an independent opinion? warum würde er dann eine eigenständige Meinung sich bilden? And that is the thing about Jehovah's Witnesses, that they do not think independently. Und das ist die Sache bei den Zeugen Jehovas, dass sie nicht eigenständig denken. Now, in Christianity, Go ahead. the issue of spiritual authority is in the Bible. Für Christen ist die Frage der geistlichen Autorität durch die Bibel gelöst. And the number one thing in Christianity is the lordship of Jesus Und die Christ. Nummer eins, die größte, die Hauptsache im Christentum ist das Herrsein Jesu Christi. As the Apostle Thomas said to Jesus Christ directly, "You are my Lord and you are my God." Wie der
Apostel Thomas zu Jesus selber gesagt hat, mein Herr und mein Gott. Jesus is the foundation stone of Christianity. Jesus ist der Grundstein des christlichen Glaubens. He is the rock. Er ist der Fels. For Christians, that's our assurance. Und für uns Christen kommt da unsere Gewissheit her. But for Jehovah's Witnesses, the rock is the Watchtower Bible and Tract Society. Aber für Zeugen Jehovas ist der Felsen die Wachturm Bibel- und Traktatgesellschaft. And Jehovah's Witnesses submit totally to this Und organization. Zeugen Jehovas unterwerfen sich dieser Organisation völlig. And when they are reading their Watchtower magazine, Wenn sie ihren Wachturm lesen, ihre Zeitschrift, for them it's reading God's Word, His own voice. dann heißt das für sie, dass sie Gottes Wort lesen, Gottes eigene Stimme. The Jehovah's Witnesses believe that there is a faithful and discreet slave class on earth. Die Zeugen Jehovas glauben, dass es auf der Erde eine treue und gehorsame Knechtsklasse gibt. I'm going to give you an example for those who want to talk to Jehovah's Witnesses, how you can help them. Und ich will euch jetzt ein Beispiel geben für die, die das wollen, wenn ihr mit Zeugen Jehovas reden möchtet, wie ihr ihnen da helfen könnt. Now, I believe the greatest enemy of Jehovah's Witnesses outside of the gospel Go ahead. is their own history. Ich glaube, dass der größte Feind der Zeugen Jehovas außerhalb des Evangeliums ihre eigene Geschichte ist. Since the number one doctrine of Jehovah's Witnesses is the faithful and discreet slave class, Und weil die Hauptlehre, die wichtigste Lehre der Zeugen Jehovas eben diese treue und gehorsame Knechtklasse ist, for someone to want to help Jehovah's Witnesses out of Jehovah's Witnesses, it helps to know a little bit about the faithful and discreet weil slave das so class. ist es wichtig für jemanden, der einen Zeugen Jehovas helfen will, davon frei zu werden, dass er etwas über diesen Knecht, den treuen und gehorsamen Sklaven versteht. Sklave nennt dies. Der treue und verständige Sklave. Okay, discreet ist translated verständig. Jetzt haben wir es richtig. Der treue und verständige Sklave. They also call it the faithful and wise servant. Die nennen ihn auch den treuen und klugen Sklaven oder Diener oder Knecht. Let me tell you a little bit about that. Ich will euch darüber nun ein bisschen was sagen. They believe that in the beginning of Christianity, the apostles were the first members of this faithful and discreet slave class. Die sehen ja darin eine Klasse und sie glauben, dass am Anfang des Christentums die Apostel, die ersten Glieder dieser treue und verständigen Sklavenklasse gewesen sind. And for the last 2,000 years, there have been 144,000 members of this particular faithful and discreet slave class. Und innerhalb der vergangenen 2000 Jahre sind insgesamt 144.000 einzelne Mitglieder dieser Sklavenklasse gewesen. Now, these are special Jehovah's Witnesses. They are the ones who get the insight from God. Das sind also ganz besondere Zeugen Jehovas und sie sind die besonderen Einsichten von Gott offenbart kriegen oder geschenkt bekommen. There's only about 9,000 members on earth today. Und heute sind nur etwa 9.000 solche Glieder auf Erden. And when you consider that there are about 6.5 million Jehovah's Witnesses, that's a very, very small number of people. Ja, und wenn ihr bedenkt, dass es ja 6,5 Millionen Zeugen Jehovas auf der Erde jetzt gibt, dann sind 9.000 nur eine ganz geringe Anzahl von allen. The members of the governing body in Brooklyn, New York, who are the authority over Jehovah's Witnesses, are members of this particular class. Und die Mitglieder der leitenden Körperschaft, ich glaube, so heißt das, in New York, in Brooklyn, die sind alle Mitglieder, die also die Gesellschaft überhaupt leiten, die sind alle Mitglieder dieser 144.000 Klasse. Without the faithful and discreet slave class, there would be no spiritual authority over Jehovah's Witnesses. Ohne diese treue und verständige Sklavenklasse gäbe es über die Zeugen Jehovas überhaupt keine Autorität. Niemand, also der das Sagen hat. Now, the first modern Jehovah's Witness was Charles Taze Russell. Der erste moderne Zeuge Jehovas war Charles Taze Russell.
He is the one who started the Watchtower magazine. Der war es auch, der das Wachturm-Magazin, die Zeitschrift, angefangen hat. And that was in 1879. Und das war 1879. The modern Jehovah's Witnesses have written a history book. Und die heutigen Zeugen Jehovas haben ein Geschichtsbuch verfasst. And in the history book, it claims that Charles Taze Russell was a member of this special faithful and discreet slave class. Und in dem heutigen Geschichtsbuch wird behauptet, dass Charles Taze Russell ein Mitglied dieser Klasse des treuen und verständigen Sklaven gewesen ist. It is true. It is true that in the beginning of the Watchtower magazine, Mr. Russell claimed to be a member of this class. Und es ist auch richtig, dass am Anfang der Erscheinung des Wachturms der Herr Russell von sich behauptet hat, er sei ein Mitglied dieser Klasse. But he became the sole writer of all the articles in the magazine. Aber nach einiger Zeit wurde er der einzige Verfasser aller Artikel, die jeweils in dem Magazin standen. And he came to believe that he was the only member, or he was the only faithful and discreet slave. Und so kam er dann zu der Überzeugung, dass er der Einzige war, der diese Klasse des treuen und verständigen Sklaven darstellte. Nur er war das. In other words, he started to teach that the faithful and discreet slave was not a class, but an individual. Und just so one fing person. er an zu lehren, dass das eben gar keine Klasse war, der treue und verständige Sklave, sondern nur ein einzelner Mensch, nämlich er selber. He was looked to for the instruction for all the Jehovah's Witnesses of that day. Und so wurde er auch von allen Zeugen Jehovas, who were not called then, Yeah, they were called Bible die sich students. aber Bibelforscher damals nannten, die haben ihn aber alles so auch angesehen, dass er der Einzige war auf der Welt, der diese Eigenschaft hat. Now, how can we help Jehovah's Witnesses by knowing this? Wie kann das Wissen, das wir da so haben, uns dienen, Zeugen Jehovas zu helfen? Since the modern organization claims that Mr. Russell was just one member of this class, Weil nun die heutige Organisation behauptet, dass Charles Taze Russell nur ein Glied dieser Klasse war and that when he died, there were many members to take over where he left off, und dass bei seinem Tod viele andere Glieder dieser Klasse waren, die das weitergeführt haben, was er dann eben aufhören musste. you see, if it's a class, they could continue their spiritual authority because no matter who died, there'd be members left. Und ihr seht, wenn es also eine ganze Klasse ist, dann wäre es bedeutungslos, denn wenn einer von ihnen stirbt, dann gibt es immer noch etliche Überlebende, die das einfach weiterführen. But if it was an individual and he died, there's no spiritual authority anymore. Aber wenn es ein Einzelner war, dann gibt es mit seinem Tod auf einmal keine geistliche Autorität mehr. So the Watchtower organization decided to continue to have control over the people. They created this class idea. Und so hat die Wachturmgesellschaft beschlossen, damit sie weiter Autorität über die Menschen hatten, haben sie diese Klassenidee geschaffen. In other words, the Watchtower is lying about their history. Und das heißt auf gut Deutsch, dass die Wachturmgesellschaft, was ihre eigene Geschichte betrifft, lügt. Since Jehovah's Witnesses consider this doctrine as the most important doctrine of all, Und weil die Zeugen Jehovas diese Lehre als die wichtigste Lehre von allen überhaupt ansehen, if you can show them that the older magazines say that Mr. Russell was that wenn faithful and ihr discreet ihnen slave, also zeigen könnt, dass die frühen Ausgaben des Wachturms schreiben, dass der Herr Russell alleine der treue und verständige Sklave war, then what have you shown them? was habt ihr ihnen denn damit dann gezeigt? You've shown that they are lying about their history. Wenn das heute anders dargestellt wird, habt ihr ihnen dann gezeigt, dass die Geschichte in der eigenen gelogen wird. Every Jehovah's Witness knows that God is not going to use a liar to be the spiritual authority. Und jeder Zeuge Jehovas weiß, dass Gott aber einen Lügner gar nicht verwenden kann dazu, die geistliche Autorität zu sein. And the spiritual authority died in the year 1916. Charles Taze Russell died then. Und das, als Charles Taze Russell 1916 starb, damit die geistliche Autorität gestorben ist. So how could you have
teachings today that have been changed since the day of Charles Taze Russell. Und wie könnte es dann möglich sein, dass nach dem Tode von Charles Taze Russell neue Lehren oder alte verändert werden oder neue kommen? If there is no spiritual authority above Jehovah's Witnesses today, wenn es heute über den Zeugen Jehovas keine geistliche Autorität mehr gibt, if the faithful and discreet slave class really doesn't exist, wenn die treue und verständige Sklavenklasse gar nicht existiert, then there's no reason for the Watchtower magazine. Dann gibt es auch gar keinen Anlass mehr, dass dieses Magazin existiert, der Wachturm. There's no reason for Jehovah's Witnesses to knock at our door. Es gibt auch keinen Grund, warum die Zeugen Jehovas an unsere Tür klopfen sollten. Any honest Jehovah's Witness who looks at this historical information und jeder ehrliche Zeuge Jehovas, der diese geschichtlichen Informationen nun kennenlernt, will soon be an ex-Jehovah's Witness. Muss, wenn er ehrlich ist, das haben wir ja vorausgesetzt, bald ein Ex-Zeuge Jehovas sein. So it won't be necessary for people to concern themselves with when Armageddon is coming. Und deshalb ist es dann auch nicht notwendig, dass sich Menschen Gedanken machen über die Frage, wann Armageddon eintrifft. In 1975, im Jahre 1975, 750,000 people left Jehovah's Witnesses. Haben eine Dreiviertelmillion Menschen die Organisation der Zeugen Jehovas verlassen. Or I should correct myself, I should say that by 1979, 750,000 people left Jehovah's Witnesses. Ich sollte es insofern korrigieren, bis zum Jahre 79 haben so viele Menschen, also eine Dreiviertelmillion, die Organisation verlassen. Over the last false prophecy that the end would come in 1975. Wegen der letzten falschen Vorhersage, dass das Weltende im Jahre 1975 eintreten sollte. I had an opportunity to talk to Frederick Franz. Ich hatte eine Gelegenheit, mit Frederick Franz zu reden. Frederick Franz was the president of the Watchtower Bible and Tract Society. Er war der Präsident der Wachturm Bibel- und Traktatgesellschaft. I talked with him just a few minutes about the failure of the 1975 prophecy. Ich habe einige Minuten lang mit ihm über das Versagen dieser Prophetie bezüglich 1975 geredet. I had an opportunity to remind him that the reason why people believed in it was because the Watchtower taught it. Und ich hatte die Möglichkeit, ihn daran zu erinnern, dass der Grund, warum Leute daran glaubten, dass die Welt da untergeht, darin lag, weil der Wachturm das gelehrt hat. It was strange because we spent about 20 minutes on the telephone talking. Es war seltsam, wir haben ungefähr 20 Minuten lang am Telefon geredet. And at the end of the conversation, he wondered why he had spent so much time with me. Und am Ende dieser Unterredung hat er gesagt, ich weiß gar nicht, warum ich so lange Zeit mit Ihnen hier rede. But I can assure you there were many like me talking to him. Aber ich kann euch versichern, da gab es noch viele wie mich, die mit ihm geredet haben. Because in July of 1979 at the district assemblies, denn im Juli 1979 bei den Bezirksversammlungen, the Watchtower organization for the first time, da hat die Wachturmgesellschaft zum ersten Mal announced that it was responsible for making Jehovah's Witnesses believe a prophecy. Da hat sie zum ersten Mal bekannt gemacht, dass sie selbst die Verantwortung dafür trug, dass die Zeugen Jehovas diese Prophetie geglaubt hatten. And by March of 1980, the Watchtower admitted it was responsible. Und im März 1980 hat der Wachturm zugegeben, dass er selbst dafür verantwortlich war. But again, that was after hundreds of thousands of people had given up any hope of the organization. Aber wiederum, das war nachdem Hunderttausende die Gesellschaft verlassen hatten, weil sie so enttäuscht waren. I would like to read Jesus' pronouncement on the Watchtower organization. Ich möchte euch gern jetzt vorlesen, was Jesus über die Wachturmgesellschaft gesagt hat. He says in Matthew chapter 7, verse 15. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 7 hat Jesus gesagt, im Vers 15, Beware of false prophets who come to you
seht euch vor den falschen Propheten, in sheep's clothing, die mit Schafskleidern zu euch kommen, but inwardly are ravenous wolves. inwendig aber sind sie reißende Wölfe. When I was knocking on doors as a Jehovah's Witness, Als ich als Zeuge Jehovas auch an die Türen klopfte, I was being described by Jesus Christ. dann hat Jesus mich hier beschrieben. As I've mentioned already at this conference, Wie ich auch schon in diesen 2 Tagen gesagt habe, one of the dangers of Jehovah's Witnesses coming to you eine der Gefahren, wenn die zu euch kommen, die Zeugen, is that they are breaking up families in the neighborhood. besteht darin, dass sie Familien zerstören in eurer Umgebung. I'd like to give you an example, if I can, of a real-life example Und ich möchte euch ein Erlebnis, ein Beispiel aus dem wirklichen Leben schildern, of the result of a family breakup. wie so eine Familie zerbrochen wurde. And it involves a little girl named Lita, L-E-T-A. Das betrifft ein kleines Mädchen namens Leta, She was age 11, die 11 Jahre alt war, and her parents had separated. und ihre Eltern hatten sich getrennt. Her father didn't want to be a Jehovah's Witness, and her mother was a Jehovah's Ihr Witness. Vater wollte kein Zeuge Jehovas sein und ihre Mutter war ein Zeuge Jehovas. And they were involved in a child custody suit. Und die trafen sich dann vor Gericht über das Sorgerecht über das Kind. And Lita felt that the only safe place was to be with her mother. Und Lita hatte das Gefühl, dass der einzige sichere Platz für sie bei ihrer Mutter war. Because Lita was absolutely convinced that the end of the world was coming shortly. Denn Lita war absolut überzeugt, dass das Weltende bald kommen würde. So to live with her mother, Lita accused her father of physical abuse. Und damit sie bei ihrer Mutter auch bleiben durfte, hat sie vor Gericht behauptet, dass ihr Vater sie misshandelt hätte. So the court took Lita and put Lita with the mother. Und deswegen hat das Gericht Lita der Mutter zugesprochen. But Lita had a conscience matter and decided that she would tell the court that she'd lied. Aber nun hatte Lita ein Gewissensproblem. Und so hat sie beschlossen, dass sie dem Gericht sagen würde, dass sie gelogen hatte bezüglich ihres Vaters. So Lita went back to the father. So ging sie zu ihrem Vater. Oder she was given to her. Yes, given to the Und father. so wurde sie dann ihrem Vater zugesprochen, nachdem sie das berichtigt hatte. The judge was so mad at the Jehovah's Witness mother Der Richter war so böse, war so ärgerlich über die Zeugen Jehova-Mutter, that he said he thought Jehovah would not approve of her actions. dass er gesagt hat, Jehova findet das gar nicht richtig, was sie tun. I would like to read you something now Und jetzt möchte ich euch etwas vorlesen. to give you the picture of what goes through a young child's mind. Ich möchte euch damit ein Bild geben, was durch den Kopf eines kleinen Kindes geht. And this is a letter that Lita wrote to her mother. Das ist hier, das ist ein Faksimil, also eine Kopie, ein Brief, den Lita an ihre Mutter geschrieben hat. And she says, "Dear Mommy, I love you. Sie fängt an, liebe Mami, ich liebe dich. I miss you so much." Du fehlst mir so sehr. And then in the letter she says, Und dann weiter unten, ja, ich mag "Mommy, I celebrated Halloween. Mami, ich habe Halloween gefeiert. I have quickly to tell what that is, because we don't have that. We are not pagans. Halloween ist ein Fest an einem Tag, wo sich die Kinder verkleiden und gehen von Haus zu Haus und kriegen kleine Geschenke. Es ist etwa wie Karneval an einem Tag, in einer Weise. Das Allerheiligenfest oder Allerseelen eigentlich Ende Oktober. Und das wird überall in Amerika gemacht, aber nicht von den Zeugen Jehovas. Das ist für die eine Sünde und das bekennt sie. Okay, quickly explain what that was. Also Mami, ich bekenne sie hier der Mutter. Ich habe Halloween gefeiert. The father, of course, not being a Jehovah's Witness, celebrated all types of holidays. Und der Vater, weil er nun kein Zeuge Jehovas war, hat natürlich mit seinem Kind, das er nun wieder hatte, alle die verschiedenen Feiertage gefeiert.
And during the time that Lita was with the father, he wanted her to partake of the holiday celebrations. Und als nun eben Halloween kam, hat er von ihr gewollt, dass sie da mitmacht. But Lita continues to her mother. She says, "I'm so scared you won't get me now." Und so schreibt sie jetzt ihrem Vater, ich habe so große Angst, dass du mich nun nicht bekommst. I want Jehovah to give me one more chance so I can do it. Ich möchte, dass Jehova mir noch eine Chance gibt, damit ich das machen kann. I'm so scared Jehovah won't love me anymore. Ich habe so große Angst, Mutti oder Mami, dass Jehova mich nun gar nicht mehr liebt. What should I do? Was kann ich nur machen? I said a long prayer to Jehovah. Ich habe ein ganz langes Gebet zu Jehova gebetet. Mommy, I know that you trusted in me. Mami, ich wusste, dass du mir vertraust. I'm so sorry. Es tut mir so leid. I know you're disappointed in me. Ich weiß, dass du jetzt von mir enttäuscht bist. I'm disappointed in me too. Ich bin von mir selber enttäuscht. Mommy, please forgive me. Mami, vergib mir bitte. I'm sorry. Es tut mir leid. I feel like I can't even see you because I feel like I've committed a crime. Ich habe das Gefühl, dass ich dich nicht einmal sehen darf, weil ich das Gefühl habe, dass ich ein Verbrechen begangen habe. And I have. Und das habe ich auch. I do have a terrible conscience on me now. Ich fühle mich ganz furchtbar jetzt in meinem Gewissen. And then she talks about a couple of friends she Und dann has. redet sie über 2 Freunde, die sie noch hat. She says, you know what Darby and Doyen don't have a conscience like I do. Und du weißt ja, Mutti, dass Darby und Diane nicht so ein Gewissen haben, wie ich es habe. Mommy, please love me. Mami, liebe mich bitte. Can I start fresh now like a baby being born? Kann ich noch mal von vorne anfangen, wie ein Kind, das gerade geboren wurde? So we can forget about the things I've done? Dass wir vergessen können, was ich gemacht habe? Mommy, I'm so scared. Mama, ich habe so viel Angst. You want to know how it happened? Willst du wissen, wie es passiert ist? Well, I was going to tell Dad right after school, but he was not here, so I didn't. Ich wollte es eigentlich Papa gleich nach der Schule sagen, aber er war nicht zu Hause und da habe ich es nicht getan. I know I have no excuse. Ich weiß, dass ich keine Entschuldigung habe. I know that was dumb of me, Ich weiß, dass das dumm von mir war. but please forgive me. Aber bitte vergib mir. Now, this is all about celebrating a holiday. Und war alles nur darüber, dass man eben so eine Feier mitmacht. I have a letter from her mother back to her. Ich habe hier einen Brief von ihrer Mutter an sie. And this letter to me, as a former Jehovah's Witness, Und dieser Brief an mich, der ich früher ein Zeuge Jehovas war, sums up how a mother in this situation would treat her child. der fasst zusammen, wie eine Mutter in so einer Situation ihr Kind bei den Zeugen Jehovas behandeln würde. She says to little Lita, Die sagt der kleinen Lita, in your letter you said that sometimes you feel like giving up. in deinem Brief schreibst du, dass du manchmal denkst, du wirst es alles aufgeben. I can understand how you feel. Ich verstehe, wie du da denkst. The paradise earth is soon to be realized, baby. Dieses Paradies auf der Erde wird bald Wirklichkeit, Baby. Don't lose faith. Verliere den Glauben nicht. So the mother was impressing upon Lita So hat die Mutter Lita wirklich verständlich machen wollen, that Lita was right to be scared, dass Lita recht hatte, wenn sie sich jetzt fürchtete. but if she held to her beliefs as a Jehovah's Witness, Aber wenn sie ihren Glauben als Zeuge Jehovas behalten würde, she might just survive the end of the world dann würde sie das Weltende überleben and be in paradise with her mother. und mit der Mutter im Paradies sein. I have seen this so many times I can't count the number. Ich habe das so oft so erlebt, dass ich die Zahlen gar nicht mehr nennen kann. To me, this is the greatest of all tragedies of Jehovah's Und Witnesses. das ist für mich die größte Tragödie bei den Zeugen Jehovas. But sometimes there's some good news. Aber es gibt auch manchmal gute Nachrichten.
I'll tell you quickly of Christina and her children. Und da erzähle ich euch jetzt schnell von Christine und ihren Kindern. Christina was a former Jehovah's Witness. Christine war früher Zeuge Jehovas. And she had 2 children, Sie hatte 2 Kinder, a girl and a boy, ein Mädchen und ein Junge, Stephanie and Matthew, Stephanie und Matthäus. ages 9 and 11. Die waren 9 und 11. And she left Jehovah's Witnesses, Und sie verließ die Gesellschaft, die Zeugen, but her children really didn't want to leave. aber ihre Kinder wollten nicht weggehen. That's all they had believed, Das war alles, was sie bisher wussten. and they couldn't understand why Mommy didn't want to be a Und Jehovah's sie Witness. konnten jetzt nicht begreifen, wieso Mama nicht länger ein Zeuge Jehovas sein wollte. So Christina brought her children over to see us. Und deshalb brachte Christine ihre Kinder zu uns, damit wir mit ihnen redeten. We had a video called Jehovah's Witnesses, a non-profit organization. Wir hatten eine Videokassette mit dem Titel Die Zeugen Jehovas, jetzt kommt wieder das Wortspiel wie gestern Abend, eine Non-Profit, eine nicht prophetische Organisation. Das klingt im Englischen auch wie Non-Profit, das heißt eine gemeinnützige Organisation. Das ist ein Wortspiel im Englischen, weil das so gleich klingt. Aber wörtlich eine Nicht-Propheten-Organisation. And the video had brought people through the entire history of Jehovah's Witnesses from the days of Charles Taze Russell to today. Und in diesem Video, da wird die ganze Zeit dargestellt, angefangen mit Charles Taze Russell bis heute. It was quite dramatic. Das ist ziemlich dramatisch. It was a 45-minute video, Das ist ein Video, das läuft 45 Minuten and the kids watched it for 2.5 hours. und die Kinder haben das 2,5 Stunden lang angeschaut. They didn't want to see it at first. Sie wollten es am Anfang gar nicht sehen. And they would stop it every couple of minutes and ask Und questions. alle 2 Minuten haben sie es aufgehalten und haben Fragen gestellt. They became very interested, particularly in the dates for Armageddon. Und sie waren besonders interessiert an den Terminen für Armageddon. In fact, little Matthew, called up a friend and told him about how many times the end of the world was coming. Der kleine Matthäus hat sogar mit dem Telefon einen Freund angerufen und hat ihm gesagt, wie viele Male Armageddon vorhergesagt war. Well, after the video, neither of the children wanted to be Jehovah's Nach dem Witnesses. Video wollte keins der beiden Kinder länger bei den Zeugen Jehovas bleiben. Matthew described being a Jehovah's Witness this way. Und so hat Matthew, also der Matthäus, der Kleine, hat beschrieben, wie er das sah, ein Zeuge Jehovas zu sein. He said, I was living in a jar and my arms were all cramped up. Hab gesagt, ich bin in einem Glas gesteckt, also wo ich kaum hineinpasste und meine Arme waren ganz verkrampft. He says, now I'm out of the jar and I can move my arms. Er sagt, jetzt bin ich aus dem Glas raus und ich kann meine Arme frei bewegen. And he said, I want to be a Boy Scout. Und jetzt sagt er, möchte ich ein Pfadfinder werden. Stephanie said she wants a birthday party. Und die Stephanie hat gesagt, ich möchte eine Geburtstagsfeier haben. Her biggest problem was that she didn't know what to wear at the birthday Und party. ihr größtes Problem war, sie wusste nicht, was sie bei ihrer nächsten Geburtstagsfeier anziehen sollte. She says, Mommy, do I wear a skirt or what do I wear? Mama, muss ich da einen Rock anziehen oder was ziehe ich da an? So the children went from a situation of worrying about the end of the world Und so sind die Kinder von einer Situation, wo sie sich über das Weltende bekümmerten, to worrying about what to wear at a birthday party. sind sie zu einer Situation gekommen, wo sie sich Sorgen machten, wie sie sich richtig anziehen bei einer Geburtstagsfeier. 3 days after watching the video, 3 Tage nachdem sie das Video gesehen hatten, the children met with a court-appointed counselor. haben die Kinder einen vom Gericht benannten Berater getroffen. And which parent do you think they wanted to live with? Und dann mussten sie entscheiden, mit welchem Elternteil sie bleiben wollten. Was meint ihr, bei wem sie bleiben wollten? Anyway, Christina was extremely pleased. Aber es war klar, Christine war hoch erfreut. Now, how can we protect people from Jehovah's Witnesses in our neighborhoods? Die Frage, die wir haben, ist, wie können wir Menschen schützen, dass sie in unserer Umgebung, dass sie den Zeugen Jehovas nicht zum Opfer fallen? There are a number of ways. One of them
is extremely simple. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und eine von ihnen ist ganz einfach. There is a sticker called No Visits by Jehovah's Witnesses, please. Da gibt es ein kleines aufklebbares Schild, da steht drauf, keine Besuche durch Zeugen Jehovas bitte. Now, Jehovah's Witnesses have been told in their literature Es ist den Zeugen Jehovas in ihrer Literatur gesagt worden, to respect the wishes of the householder or the home. dass sie die Wünsche der Leute, die da jeweils lebten, respektieren sollen. Now, you can't be more blunt than to have a sticker on your door or your doorpost Also, okay, go ahead. which says no visits by Jehovah's Witnesses. Direkter kann man ja gar nicht sein, als wenn man da ein Schildchen draußen an die Tür klebt, keine Besuche von Jehovas Zeugen. Of course, it does say please. Bitte steht auch noch drunter. Now, lots of people in the neighborhood are not familiar with the dangers that we've talked about tonight. Viele Leute in unserer Umgebung wissen gar nichts von den Gefahren, die auf sie zukommen, über die wir heute Abend schon geredet haben. So how about a simple tract which says danger at your door? Wie wäre dann ein einfaches Traktat, das den Titel hat Gefahr an ihrer Tür, With questions and answers about Jehovah's Witness lifestyle. mit Fragen und Antworten über den Lebensstil der Zeugen Jehovas. For a matter of pennies, you can protect your neighborhood. Und für Pfennige nur könnt ihr euren Nachbarn dienen und sie schützen. That means for every sticker, several people are protected from Jehovah's Witnesses. Das heißt, für jeden dieser kleinen Aufkleber oder mit jedem dieser kleinen Aufkleber werden mehrere Menschen, die in der Wohnung jeweils wohnen, bewahrt vor der Ansteckung durch Zeugen Jehovas. That is something that you can do to protect your neighborhood. Das ist etwas, was ihr tun könnt, um eure Nachbarschaft zu schützen. The Watchtower was so concerned with these stickers that they've had articles in their magazines against them. Die hatten so viel Sorgen, die Zeugen Jehovas, über diese Aufkleber, dass sie in ihren Magazinen darüber Artikel brachten. When we first began to produce these little stickers, I went personally through the neighborhoods to see if people would want them. Und als wir anfingen, die herzustellen, dann bin ich selber da in unserer Nachbarschaft herumgegangen und habe gefragt, ob die Leute welche wollten. Not only did they want them, some people ripped them out of my hand. Die wollten sie nicht nur, die haben sie mir manche von ihnen aus der Hand gerissen. So sehr wollten sie sie. And some people took more than one so they could protect their relatives from Jehovah's Und manche Witnesses. haben mehr als einen Aufkleber von mir verlangt, damit sie ihren Verwandten woanders schicken konnten, um die auch zu schützen. But most people don't think in terms of protecting their families. Aber die meisten Menschen denken nicht in diesen Kategorien, ihre Familien zu schützen. Most people just don't want to be bothered. Die meisten Leute wollen einfach in Ruhe gelassen sein. And that's why these work also. Und da funktionieren die ja auch. I'm going to share something now which is controversial. Und jetzt muss ich noch etwas mit euch teilen, was widersprüchlich aufgefasst werden kann. Yeah, I have both. Yes, you do now. Okay, good. In about 1 month from now, In ungefähr einem Monat there will be some international news which everyone in the room will be familiar with. da wird eine internationale Nachricht kommen, die jedermann von uns schon kennt. There is a large news program in the United States called Dateline. Es gibt in Amerika eine weit bekannte Nachrichtensendung, die heißt Dateline. And on this program, the Watchtower Bible and Tract Society is going to be exposed. Und in diesem Programm, in einem Monat, wird die Wachturm Bibel- und Traktatgesellschaft bloßgestellt. They are going to be exposed for protecting pedophiles. Und zwar werden sie bloßgestellt werden, weil sie Pädophile schützen. When I leave here tomorrow, on Monday, I'm going to the United States to head a convention. Wenn ich am Montag wieder zurückfliege, dann fahre ich nach Amerika zurück, um eine große Konferenz zu leiten. And one of the key speakers at the convention is Mr. William Bowen. Und einer der Hauptredner auf dieser Konferenz ist Herr William Bowen. Mr. Bowen is a Jehovah's Witness. Dieser Mann ist ein Zeuge Jehovas.
He is a meeting attender. He attends the Kingdom Hall now. Der ist also jetzt immer da, wenn in der Königreichssaal Versammlungen sind. He also has a website. Der hat auch eine eigene Website im Internet. If you want to write it down, you'll find it very interesting. Und wenn ihr das niederschreiben wollt, die Adresse, dann wird sie euch sehr interessant vorkommen. The address is www. Die Adresse ist also .silentlambs. Silent Lambs, das heißt stumme Lämmer auf Deutsch. Ich habe das nachher schriftlich, wer das abschreiben will. They can come to me afterwards and I'll give it to them. Fine. I am going to read a letter which he has written to the press. Und ich lese jetzt einen Brief vor, den er an die Presse geschrieben hat. So you will find out why he's so concerned. Und da werdet ihr jetzt selber sehen, warum der so bekümmert ist, besorgt. And he says this: I am writing to address an issue that transcends religious belief and exposes a reality that affects thousands of children every day. Ich schreibe hier einen Brief über eine Frage, die den religiösen Glauben übersteigt oder über ihn hinausgeht und die eine Wirklichkeit bloßlegt, die Tausende von Kindern jeden Tag betrifft. I have served as a Christian minister for over 20 years. Ich habe als ein christlicher Diener über 20 Jahre lang gedient. However, I can no longer continue to serve the members of my church as I do not agree with the church policy that as an elder I am required to enforce. Ich kann aber nicht länger den Gliedern meiner Religionsgemeinschaft dienen, weil ich nicht in Übereinstimmung bin mit einer Kirchenpolitik, also einer Handlungsweise, als die ich als ein Gemeindeältester oder Versammlungsältester durchführen muss. This policy, in my opinion, has harmed thousands, is leaving many unprotected and provides refuge to outright criminals. Diese Kirchenpolitik, nach meiner Meinung, hat Tausenden schon geschädigt, lässt viele ungeschützt und verschafft also direkt Kriminellen eine Zuflucht. I am referring to a church policy to keep information about members who are pedophiles confidential. Und ich beziehe mich auf ein Verhalten meiner Kirche, die Zeugen Jehovas sind gemeint, um Informationen über Mitglieder, die Pädophile sind, vertraulich zu behandeln. These pedophiles are protected by a church-mandated code of silence, where even members of the immediate family cannot be informed, and in many cases, accused pedophiles remain in positions of responsibility within the church while their victims suffer in silence or face church sanctions. Okay, das war ein langer Satz. Also diese Pädophilen werden geschützt durch ein Mandat meiner Organisation, das Code of Silence heißt, also ein Code der Stille, das darf nicht bekannt werden, dass das sowas geschieht, wodurch sogar Mitglieder der unmittelbaren Familie nicht informiert werden dürfen. Und in vielen Fällen angeklagte Pädophile, also die bezichtigt werden der Pädophilie, in verantwortungsvollen Positionen bleiben innerhalb der Organisation, während ihre Opfer in Stille leiden müssen oder sogar Sanktionen von Seiten der Organisation erhalten. I believe this policy is unethical, immoral, and in many states illegal. Ich glaube, dass dieses Verhalten unethisch ist, unmoralisch und in vielen Staaten, also in Bundesstaaten der USA ist da gemeint, auch illegal. This policy was publicly stated in the Watchtower, a publication of my religion, the Jehovah's Witnesses. Und dieses Verhalten wurde öffentlich genannt im Wachturm einer Veröffentlichung meiner Religion, die Zeugen Jehovas. The Watchtower, which is published by the tens of millions and distributed around the world in over 139 languages, stated in the November
1st, 1995 issue, pages 28 and 29, regarding how church officials should handle molestation. Also, der Wachturm, der veröffentlicht wird in zig Millionen und in der ganzen Welt in über 139 Sprachen verbreitet wird, stellte in seiner Ausgabe vom 1. November 1995 fest, auf den Seiten 28 und 29, wie Gemeindeoffizielle, also Gemeindediener auf den verschiedenen Rängen, solche Dinge handhaben sollen. Then the quotation is Und given. nun kommt das Zitat aus dem Wachturm vom 1. November 1995. If the accusation is denied, the elders should explain to the accuser that nothing more can be done in a judicial way. Wenn die Beschuldigung geleugnet wird vom Beschuldigten, dann sollten die Ältesten dem Anklagenden erklären, dass nichts weiter getan werden kann in irgendeiner juristischen Hinsicht. And the congregation will continue to view the one accused as an innocent person. Und die ganze Gemeinde wird fortfahren, den Beschuldigten wie einen Unschuldigen zu behandeln. The Bible says that there must be 2 or 3 witnesses before judicial action can be taken. Die Bibel sagt, dass es 2 oder 3 Zeugen geben muss, bevor eine juristische Aktion unternommen werden kann. Let me stop there for a minute. Hier will ich ja mal einen Moment halten. Imagine yourself in a situation in which your child has come to you and said that some person has molested them. Stellt euch eine Situation vor, in der euer Kind zu euch kommt und euch mitteilt, dass irgendjemand es unsittlich berührt oder eine Handlung an ihm vorgenommen hat. So, you go to the Jehovah's Witness elders with this accusation of your little girl or your little boy. Nun geht ihr mit dieser Anklage eurer kleinen Tochter oder eures kleinen Sohnes zu den Ältesten eurer Versammlung. And the elders ask you, well, how many people witnessed this act? Und die Ältesten fragen nun, wie viele andere waren dabei Zeugen, als das passiert ist. And you say, well, my little boy or my little girl was raped by this man. Und du sagst, ja, also meine Tochter, meine kleine Tochter oder mein kleiner Sohn ist von diesem Mann vergewaltigt worden. And the elders say, you mean nobody else saw it? Und die Ältesten sagen, das hat kein anderer mitgesehen. And the elders say, well, we have to have at least 2 or 3 people who saw this rape. Und die Ältesten sagen, da müssen mindestens 2 oder 3 andere sein, die das gesehen haben. And then they say, well, let's go to this gentleman and see if he will admit to being a rapist of your child. Und dann sagen wir, gut, da gehen wir zu dem Mann und fragen ihn, ob er zugibt, dass er deine Tochter oder deinen kleinen Sohn vergewaltigt hat. And they go to this man and he says, I did nothing. Und dann gehen sie zu dem Mann und er sagt, ich habe überhaupt nichts getan. And the elders throw up their hands and say, we can't do anything about it. Und die Ältesten sagen, da können wir auch nichts machen. And you say, well, would you at least inform the police? Und dann sagst du, ja, wollte das nicht der Polizei sagen? And the elders say, well, we believe he's innocent unless there are people who saw the rape. Und die Ältesten sagen, nein, wir glauben, dass er unschuldig ist, solange es keine Zeugen gibt, die die Vergewaltigung gesehen haben. And then the quote goes on. Jetzt geht das Zitat hier weiter. Even if more than one person remembers abuse by the individual, Go ahead. the nature of these recalls is just too uncertain to base judicial decisions on them without other supporting evidence. Also, wenn sogar mehrere einzelne Personen sich erinnern, dass sie auch von dieser Person so misshandelt worden sind, dann ist die Natur dieser Erinnerungen zu unsicher, um juristische Entscheidungen ohne zusätzliche Beweise damit zu begründen. Then the magazine continues. Dann führt das Magazin fort. This does not mean that such memories are viewed as false, Das muss nicht heißen, dass solche Erinnerungen als falsch angesehen werden or that they are viewed as true, oder dass sie als wahr angesehen werden.
But Bible principles must be followed in establishing a matter judicially. Aber biblische Grundsätze müssen beachtet werden, eine Angelegenheit juristisch zu behandeln. In other words, let me comment. Und das will ich jetzt auch kommentieren. In many child molestation cases, in vielen solchen Fällen, in denen Kindesmisshandlungen zugrunde liegen, there is tremendous shame and guilt by the child. Gibt es ja auf Seiten des Kindes ein großes Gefühl der Scham und der Schuld. The child is overwhelmed by this adult who has done this terrible Das deed. Kind wird überwältigt von dem Erwachsenen, der diese schreckliche Tat an ihm getan hat. And psychologists and psychiatrists will tell us Und Psychologen und Psychiater sagen uns, that the way that these children get through life is to try to repress these things. dass die Kinder dann durchs Leben gehen in dem dauernden Bemühen, die Erinnerung daran in sich selber zu unterdrücken. That doesn't mean that every child is telling the truth, of course, Das heißt aber natürlich nicht, dass jedes Kind, das mit so einer Anklage kommt, die Wahrheit sagt. but in many cases they are. Aber in vielen Fällen tun sie es. Going back to the article, Und nun zurück zum Artikel. it says, accordingly, the only way an accused person within the Watchtower organization can be deemed guilty by church leaders of child molestation is by his or her private confession or by the mouth of two witnesses who saw the individual crime. So schreibt also der Verfasser hier weiter, der Zeuge Jehovas. Demgemäß ist die einzige Möglichkeit, in der eine beschuldigte Person in der Wachturmorganisation schuldig erklärt werden kann durch die Gemeindelieder, also schuldig des Missbrauchs von Kindern, ist entweder auf der Grundlage, dass der Schuldige selbst es zugibt, oder aber, dass mindestens noch zwei Zeugen da sind, die die Tat beobachtet haben. In the event the pedophile denies the charge, he or she is protected by church authorities. Wenn der Pädophile die Tat ableugnet, dann wird er oder sie geschützt durch die Gemeindeautoritäten. And let me stop to say this. Once the decision has been made by the elders that the pedophile is innocent, Sobald also die Ältesten, das fügen wir jetzt hinzu, sobald die Ältesten feststellen und einfach entscheiden, der ist unschuldig, der Beklagte, then the child or the parent of the child must remain silent. von da ab dürfen das Kind oder die Angehörigen des Kindes nie wieder darüber reden. And here is why. Und warum wird hier gesagt? The statement goes on. Jetzt geht der Brief weiter. The church then demands the victim remain silent or face shunning or slander of an innocent man. Also die Organisation verlangt dann, dass das Opfer also Ruhe hält. Bitte, remain silent. Schweigt. Oder sie werden ausgeschlossen, weil sie einen unschuldigen Mann bezichtigen. Then Mr. Bowen puts a personal comment in. Und dann fügt der Mr. Bowen, der das geschrieben hat, einen persönlichen Kommentar an. And remember now, this man has been a Jehovah's Witness for over 40 years. Und denkt daran, der war über 40 Jahre ein Zeuge Jehovas, er ist es noch jetzt. And an elder for over 20 years. Er war über 20 Jahre selber ein Ältester. And a leader of the local organization. Und ein Diener in seiner Ortsversammlung, ein Führer. And he says, I feel I can trust no one within the Watchtower organization with my children. Er sagt, ich habe das Gefühl, dass ich niemand in der Wachturmorganisation meine Kinder anvertrauen kann. As it stands now, if my child were to accuse a Jehovah's Witness of molestation, all he or she would have to do is to deny it. And as a father, I would be silenced with a threat of shunning if I were to try to warn or protect others who might be in harm's way. Also, wie die Sache jetzt steht, dann wäre es so, wenn mein Kind einen Zeugen Jehovas beschuldigen würde eines solchen Übergriffs und er oder sie würde das leugnen, dann wäre ich als Vater zum Schweigen verurteilt
und mit der Drohung ausgeschlossen zu werden, wenn ich versuchen wollte, andere zu warnen oder zu schützen, damit sie nicht auch von dem anderen so belästigt oder so verletzt werden. To save time, I'm just going to summarize a few of Um his, Zeit zu sparen, fasse ich jetzt das andere nur zusammen. Das war also nur die erste Seite bis jetzt. few of other statements. Yes. First of all, it's almost impossible to have evidence of child molestation if you are going to require witnesses. Also das erste ist, es ist praktisch unmöglich, ein Kind zu schützen oder jemanden zur Verantwortung zu ziehen, wenn man Zeugen haben muss. The average pedophile is going to molest at least 70 children before he's caught. Der durchschnittliche Pädophile, wie kann man das am besten wieder? Bitte? Missbraucht in der Regel 70 Kinder, bevor er erwischt wird. Das ist der Durchschnitt. In fact, most pedophiles are never caught. Tatsächlich werden die meisten Pädophile nie erwischt. And how many pedophiles have you ever heard of who have voluntarily admitted that they are pedophiles? Wie viele Pädophile kennt ihr, die freiwillig zugegeben haben, dass sie welche sind? The problem is that Jehovah's Witness parents don't know who in the congregation is a pedophile. Das Problem ist, dass Jehovas Zeugen, die Eltern sind, nicht wissen, wer in ihrer Versammlung pädophil ist. And they are protected through this policy of the Watchtower organization. Weil solche durch dieses Verhalten der Organisation geschützt werden. So it becomes really a pedophile paradise, a protection for pedophiles. So wird die Organisation tatsächlich zu einem Schutzgebiet für Pädophile. Eine Art pädophilen Paradies. Now, how is it that Mr. Bowen could write as a Jehovah's Witness to the news media and remain a Jehovah's Witness? Wie ging es aber nun zu, dass der Herr Bowen an die Nachrichten und an die Medien diesen Brief schreiben konnte, in die Öffentlichkeit also, und doch ein Zeuge Jehovas bleiben? How could he have a website on the internet and remain a Jehovah's Witness? Wie war es ihm möglich, eine solche Website im Internet einzurichten und zugleich ein Zeuge Jehovas zu bleiben? I'll tell you how. Ich erzähle euch, wie das zugeht. Because the Watchtower organization is now facing a crisis that they have never faced before. Denn jetzt sieht sich die Organisation einer Krise ausgesetzt, wie sie es nie vorher getan hat. If they get rid of Mr. Bowen and disfellowship him, Wenn sie ihn ausschließen, it looks like they're trying to shut him up. dann sieht das so aus, als wollten sie ihn zum Schweigen bringen. On the other hand, if they allow him to say the kinds of things he is saying right now, what do other Jehovah's Witnesses think? Wenn sie ihm aber weiter nun erlauben zu sagen, was er bisher schon gesagt hat, was werden dann andere Zeugen Jehovas anfangen zu denken? Remember, I have spent plenty of time this evening talking about how Jehovah's Witnesses must always agree with the Watchtower statements. Erinnert euch, ich habe ja sehr viel Zeit am Anfang meiner Rede damit verbracht, um klarzumachen, dass die Zeugen Jehovas immer den Entscheidungen ihrer Gesellschaft zustimmen müssen. There is no independent thinking among Jehovah's Witnesses. Es gibt kein unabhängiges Denken unter den Zeugen Jehovas. My friends, this is independent thinking. Und meine Freunde, das ist unabhängiges Denken. This is the kind of thing that can bring down the whole organization if it's let go. Und das ist die Sache, wenn die weiter so vor sich gehen darf, die die ganze Organisation zum Zusammenbruch bringen kann. So that's why next week when Mr. Bowen addresses us at our conference, Deswegen, wenn nächste Woche auf unserer Konferenz der Herr Bowen zu uns reden wird, we will be very pleased indeed, dann werden wir uns sehr freuen, tatsächlich. because we will be addressed by a Jehovah's Witness. Weil wir eben einen Zeugen Jehovas zu uns reden haben. This has never happened before. Das ist noch nie passiert. We are going to see something that we're not prepared for yet. Und wir werden da etwas erleben, für das wir auch noch nicht bereit sind.
I have been doing this work now for over a quarter century. Ich mache jetzt mehr als ein Vierteljahrhundert diese Arbeit. I have never seen a danger like this to the cult. Ich habe für diese Sekte noch nie eine solch gefährliche Situation gesehen, wie sie jetzt besteht. Think of people that are disgusting to you. Stellt euch oder denkt mal jetzt an Menschen, die euch anwidern. Wouldn't the pedophile be way up on that list? Wäre nicht auf einer solchen Liste von widerlichen Menschen der Pädophile ziemlich oben stehen? Now imagine yourself after the Dateline show comes out internationally. Und denkt jetzt dran, nachdem diese Dateline-Sendung in der ganzen Welt gelaufen sein wird. Let's suppose you're a male Jehovah's Witness. Nehmen wir mal an, du bist ein männlicher Zeuge Jehovas. And as a Jehovah's Witness, you knock on doors. Und wenn du einer bist, dann klopfst du ja auch an Türen. How many people want to open their door to you now? Wie viele Leute wollen dich dann in ihr Haus lassen? Let's suppose you're a female Jehovah's Witness. Und angenommen, ihr seid eine weibliche Zeugin Jehovas. How many people are going to have respect for you? Wie viele Leute werden dann dich noch respektieren? No, this issue is devastating to Jehovah's Diese Witnesses. Frage ist zerstörerisch für die Zeugen Jehovas. I understand in Germany that the government looks at Jehovah's Witnesses as having been persecuted. Ich habe gehört, dass in Deutschland die Zeugen Jehovas noch immer unter dem Gesichtspunkt gesehen werden, dass sie im Dritten Reich so verfolgt worden sind. Und in der DDR wieder. Because of the Holocaust, am I correct? Wegen der KZs im Dritten Reich. Yes, you are. And so there is a lot of sympathy for Jehovah's Witnesses. Und darum gibt es immer noch eine gewisse Sympathie für die Zeugen Jehovas. How can that turn around? Wie kann man denn das umdrehen? If the Watchtower organization is now looked at as a protection agency for pedophiles, Wenn diese Organisation aber nun begriffen wird als ein Schutzraum für Pädophile, I believe that judges who are human beings, dann glaube ich, dass Richter, die ja auch Menschen mit Gefühlen sind, children's protection societies who are und Gesellschaften, die das Wohl der Kinder schützen, advocates for child safety, Rechtsanwälte, die sich der Sicherheit der Kinder annehmen, and people who have to make decisions in child custody matters, und alle Menschen in Funktionen, in Jugendämtern und in Gerichten, die Entscheidungen treffen müssen bezüglich des Sorgerechts von Kindern, may well start seeing Jehovah's Witnesses in a different light. dass sie dann hoffentlich oder wahrscheinlich die Zeugen Jehovas in einem anderen Lichte sehen. So there's going to be more stickers. Und da gibt es hoffentlich dann noch mehr Aufkleber solcher Art. We need to get them in German. Yeah. The Yeah. Jehovah's Witnesses cannot all read English. Yes. Ich sage, die müssen wir auf Deutsch beschaffen, weil die nicht alle Englisch lesen können. I believe the only difference is now going to be perhaps in German. No visits by Jehovah's Witnesses, and it won't say please. Er hat gesagt, wahrscheinlich lassen wir im Deutschen das Bitte dann weg. Kein Besuch durch Zeugen Jehovas. Punkt. Yeah. So the picture on this brochure about Jehovah's Witnesses in your neighborhood Das Bild also auf dieser Ausgabe mit dem Titel vom Wachturm Zeugen Jehovas in eurer Nachbarschaft, is not going to be respected by the general public. das wird die Allgemeinheit nicht sehr respektieren mehr. I have some good news. Ich habe noch eine gute Nachricht. The Jehovah's Witnesses are losing people. Die Zeugen Jehovas verlieren Anhänger. Jehovah's Witnesses are getting tired in Germany. In Deutschland werden die Zeugen Jehovas selber müde. In the United States also. Auch in den USA. But I think because the Jehovah's Witnesses don't have a date to look to anymore, Und weil die Zeugen Jehovas nun heute nicht mehr einen bestimmten Termin haben, ein bestimmtes Datum, auf das sie warten, and because their organization is so concerned about how the government is treating them, und weil die Gesellschaft auch sich sehr damit befasst, wie die Regierungen sie behandeln, that the organization is willing to start making compromises. dass die Organisation jetzt angefangen hat, Kompromisse zu schließen. I'm seeing this in the United States in court cases, Ich sehe das in den Vereinigten Staaten in Gerichtsfällen. and I expect it to accelerate more and more as this decade Und ich progresses. nehme an, diese Tendenz steigt noch an, so wie dieses Jahrzehnt nun sich weitergeht. If I'm right and the pedophile issue becomes the big issue,
Wenn ich recht habe mit meiner Einschätzung, dass diese pädophilen Frage das große Problem wird, we can expect that the Jehovah's Witnesses will take drastic losses in their population. dann können wir erwarten, dass die Mitgliedschaft der Zeugen Jehovas wieder drastisch abnimmt. And you only have the real solid dedicated ones left. Und es werden wieder nur die wirklich Hingegebenen übrig bleiben. And that's always a minority of Jehovah's Und das Witnesses. ist immer nur eine Minorität der Zeugen Jehovas gewesen. For those of you who are Christians and want to pray about it, I would hope that you would pray about this for the next few weeks before the Dateline Die von program. euch, die Christen sind und dafür beten wollen, dann möchte ich sagen, betet besonders in den nächsten Wochen, ehe dieses Programm in dieser Sendung dann über die Bildschirme flimmert. I've been pleased to be with you these last couple days and particularly share this information that we have. And Es hat mir Freude gemacht, mit euch diese 2 Tage zusammen gewesen zu sein und euch dieses Material auch mit euch zu teilen, das wir nun heute gemacht haben. I've been most pleased and encouraged by many of the comments that I've heard from you. Und am allermeisten habe ich mich über viele dieser Kommentare gefreut, die von den Anwesenden gekommen sind. It always encourages me to see people like Jutta Berlenberg who are dedicated to helping Jehovah's Witnesses. Es ermutigt mich immer, wenn ich Leute sehe wie Jutta Berlenberg, ist das richtig? Birlenberg. Gut, ich muss es aber dann richtig sagen können. Die einfach sich einsetzt, Menschen da zu helfen. Yeah. And I really thank you for having me. It's been a real privilege and a joy, and I have made many good friends. Und ich danke, dass ich kommen konnte. Es war mir eine Freude und ich habe manchen neuen Freund kennengelernt. We have some catalogs of our ministry, materials that some of you may be interested in. Wir haben da Kataloge und anderes Material über unseren Dienst, an dem manche von Ihnen interessiert sein werden. Again, I think the biggest enemy of Jehovah's Witnesses is their own literature. Ich glaube nach wie vor, dass der größte Feind der Zeugen Jehovas ihre eigene Literatur ist. And a little bit of information in your hands can help a lot of people. Und selbst ein wenig Information in euren Händen kann vielen Menschen helfen. So again, thank you for your attention. Und noch einmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.